Hallo Eisenbahner! Wir schauen uns heute zusammen mit euch mal das neue HUD von Relation an, das mit dem nächsten Update kommt. Wir haben uns mit Spielern zusammengesetzt, jede Menge Feedback ausgewertet und dem Spiel einen neuen Look verpasst. Das neue HUD kombiniert Teile aus Klassikoberfläche und dem Interface von Europa, bringt aber auch jede Menge Neues mit sich. Es fällt sofort ins Auge, dass das Interface aufgeräumter und klarer geworden ist. Vorher wurden verschiedene runde und eckige Elemente verwendet, jetzt sind die Elemente einheitlich gestaltet. Ein großer Kritikpunkt war auch die Farbgebung des HUD. Vielen Spielern war das zu bunt, deswegen haben wir hier die Farben vereinheitlicht, entsättigt und auf Farbverläufe verzichtet. Im Steam Over Europe Interface wurden die Textelemente mit schwarzer Kontur oft kritisiert. Das haben wir jetzt im Sinne der Lesbarkeit auch geändert. Für mehr Übersicht soll auch die kompakte Navigationsleiste hier unten sorgen. Der große Balken wurde entfernt und so sieht man mehr vom Spiel. Aus dem Grund ist auch der Avatar einklappbar. Die große schwarze Leiste oben wurde auch entfernt. Hier sind die Elemente auch etwas kompakter geworden. Das sieht man zum Beispiel an der Epochenanzeige. Zum Chat haben wir von euch auch sehr viel Feedback erhalten. Das transparente schwarze Fenster vorher hat der Lesbarkeit leider nicht so gut getan. Deswegen ist der Chat jetzt komplett opak. Viele Spieler hat es auch gestört, dass der Chat immer da war und beim Öffnen von Fenstern mit zur Seite gesprungen ist. Deswegen ist er jetzt komplett losgelöst. Man kann ihn skalieren und verschieben oder komplett einklappen. Es gibt auch neue Elemente zu entdecken. Hier rechts gibt es jetzt einen Button, der direkt auf den Logkauf-Screen führt. Das spart Zeit und es gibt noch andere Hinweise als bei dem Button hier links. Außerdem kann man hier oben mit einem Klick das Spiel stumm schalten. Dieser Button wurde sich oft gewünscht, jetzt ist er da. Support und Spieloptionen findet man nun wie bei Classic wieder oben rechts. Alles, was die Navigation auf der Karte angeht, findet man unten rechts. Das Fenster zum täglichen Login-Bonus ist jetzt auch nicht mehr so versteckt, sondern hier unten zu erreichen. Noch eine sehr hilfreiche Neuerung im Interface ist dieser Sitter-Button hier oben. Hier sehe ich, wen ich sitte und ob ich mich im Moment dort einloggen kann. Ein weiterer Kritikpunkt waren die etwas aufdringlichen Schienenausbau-Buttons, die vor allem beim Herauszoomen sehr gestört haben. Das haben wir jetzt verbessert und die sind nicht mehr so auffällig gestaltet. An allen Buttons gibt es jetzt auch wichtige Hinweise, wenn man mit der Maus darüber fährt. Beim Lockscreen sehe ich zum Beispiel, dass hier noch Upgrades einzubauen sind. Beim Gesellschaftsscreen sehe ich, wie viele Zentralspenden es für diese Stufe schon gab, ob ich selbst gespendet habe und ob meine Gesellschaft bei der aktuellen Auktion mitbietet. Die Auktion hier läuft nicht mehr lange, da schmeiße ich kurz Geld rein. Und dann sieht man hier unten, dass jetzt ein Mitglied geboten hat. Damit haben wir das neue HUD erkundet. Hier werden noch Dinge verändert, zum Beispiel die Screens werden dem Stil noch angepasst und manche der seitlichen Screens werden als zentrierte Version umgebaut werden. Das dauert aber noch. Im nächsten Video schauen wir uns dann den neuen Plus-Account genauer an. Gute Fahrt!